Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin gerade in Thailand unterwegs und in diesem Video möchte ich mit dir über dieses wunderschöne Land sprechen, ob es sich als Plan B Wohnsitz und ja, vielleicht auch als längerfristiger Wohnsitz zum Auswandern eignet. Ja, ich bin jetzt seit einigen Wochen in Thailand unterwegs und möchte halt einfach mit dir nochmal zusammenfassen, was ich erlebt habe, wie ich das Land aktuell sehe, welche Optionen es hier gibt, um langfristig auszuwandern, Vor- und Nachteile, ja, Visa-Optionen und natürlich auch, ob es sich für den Systemausstieg eignet, dieses Land. Thailand habe ich das letzte Mal vor Corona besucht und ja, bin jetzt in 2023 wieder zurückgekehrt. Bin aktuell seit 2 Monaten hier, werde jetzt weiterreisen nach Laos und dann nochmal wiederkommen und mir noch weitere Orte von Thailand anschauen, bevor es dann wieder zurückgeht nach Europa. Als erstes möchte ich mit dir die Vor- und Nachteile einmal anschauen, die dir Thailand letztendlich bietet und ja, welche Vorteile ich hier letztendlich sehe. Also einer der größten Vorteile für ortsunabhängige Unternehmer und natürlich auch Rentner ist es, dass man hier sehr, sehr steueroptimiert leben kann. Das heißt, aufs Steuersystem werde ich gleich nochmal eingehen zum Schluss hin, aber es ist möglich hier ja, rein theoretisch komplett steuerfrei zu leben. Ja? Was ein sehr, sehr großer Vorteil ist von Thailand und was mir wieder aufgefallen ist das Thema Service. Ja? Also das heißt, hier in Thailand hast du extrem hohe Servicequalität. Um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, wenn du jetzt in Deutschland an die Tankstelle gehst, dann hilft dir in der Regel kaum jemand, das Auto zu tanken, voll zu tanken. Hier in Thailand ist es komplett normal. Du kommst mit deinem Auto an die Tankstelle und es wird voll getankt. Ja? Selber habe ich auch zum Beispiel in Südafrika erlebt. Ja, der Service ist dort auch relativ gut, aber hier in Thailand ist es sogar noch mal ein Level höher, meiner Meinung nach. Ja, ich habe hier jeden zweiten Tag kommt eine Putzfrau vorbei, die macht mir alles sauber. Das heißt, um diese ganzen Sachen muss ich mich gar nicht kümmern. Ja? Ähm, Ich habe einen Poolboy, der sich um den Pool kümmert. Ich kann Delivery Service machen, wenn ich, sage ich mal, jetzt selbst nicht kochen möchte zu Hause. Kann ich über Foodpanda mir was liefern lassen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Wenn ich keine Lust habe zu kochen oder meine Frau keine Lust hat zu kochen, dann kann ich ja einfach hier in die Suppenküchen gehen und die verschiedenen kleinen Thai-Restaurants und ja auch für, sage ich mal, einen angenehmen Preis wirklich gut essen, einen vollen Teller. Also um jetzt mal wirklich, wenn es ganz günstig sein soll, dann kriegst du hier für 40 Baht teilweise, also so ungefähr etwas über einen Euro, ja, kriegst du einen Teller mit Reis und dann irgendwas, was du halt drauf haben willst, ja, ein Curry oder sowas. Ähm, aber ja, 80 Baht, 120 Baht, dafür kriegst du halt quasi eine Mahlzeit. Ja? Das sind halt zwischen 1 bis, sag ich mal, 5 Euro mit Getränk und dann hast du gegessen. Ja? Wenn du natürlich in ein höherwertiges Restaurant gehst, zahlst du natürlich mehr, logischerweise. Aber das ist einfach mal hier ein Beispiel, was ich 2023 bezahlt habe. Ja? Also das ist alles gar kein Problem. Und was auch ein großer Vorteil ist, meiner Meinung nach, von Thailand, ist das Thema Sicherheit. Ja. Ich meine, man möchte ja eher in einem Land leben, wo man sich sicher fühlt, wo man nachts ja, nicht Angst hat, auf der Straße rumzulaufen. Und das ist hier in Thailand überhaupt gar kein Problem. Es ist super sicher. Die Menschen sind super freundlich und es ist auch sehr kulturell sehr angenehm hier. Ja. Es hat sehr, sehr viel Kultur, das Land. Ja. Das macht Spaß. Also du kannst viel erleben, es ist sicher und die Menschen sind freundlich. Und dann auf der anderen Seite ist es so, dass das Wetter natürlich sehr angenehm ist und relativ warm. Welche Nachteile sehe ich in Thailand? Eigentlich gibt es relativ wenig Nachteile. Um das Wetter nochmal aufzugreifen, ist es natürlich ein Nachteil, wenn es sehr heiß ist teilweise. Und das mag nicht jeder. Wir sind hier in den Tropen. Man hat eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also das ist so eine Sache, damit muss man klarkommen. Gerade auch, wenn man ortsunabhängig arbeiten möchte, ist das so eine Sache, muss man sich mit dem Wetter anfreunden können. Ja? Und wenn man halt wirklich was machen will am Laptop und so weiter und so fort, also ein bisschen was arbeiten möchte, dann sollte man schon klimatisierte Räume aufsuchen, ja, weil sonst draußen, so wie hier jetzt gerade, dass ich so ein Video mache, das hält mal für 10, 20 Minuten aus, aber dann hier aktiv den ganzen Tag draußen arbeiten, muss schon abgehärtet sein oder das mögen. Ja, also das ist so eine Sache, wenn du mit dem Klima nicht zurechtkommst, musst du natürlich ein anderes Land suchen, welches das Klima, wo das Klima für dich passt letztendlich. Ja. Dann hast du natürlich als Ausländer hier relativ wenig Rechte, könnte man sagen, wenn du hier langfristig lebst. Also, mal ein Beispiel zu nennen, du kannst jetzt hier legal kein Eigentum erwerben, Landbesitz erwerben, du kannst ein Haus besitzen, du kannst ein Kondo auch besitzen, ein Apartment. Aber das Land an sich, worauf es gebaut ist, kann man hier offiziell als Ausländer aktuell nicht besitzen. Es gibt natürlich Lösungen da, du kannst langfristig pachten, zum Beispiel für 30 Jahre, nochmal um 30 Jahre verlängern.
Gibt auch diverse Konstruktionen. Haben wir auch alles mögliche Kontakte für, wenn du da Hilfe brauchst in dem Bereich. Aber es ist natürlich mal so eine Sache, wenn du ein Land suchst, wo du dir ein Stück Land kaufen kannst, ein Grundstück kaufen kannst, wo du dein eigenes Haus drauf baust, wo du, sag ich mal, dieselben Rechte hast wie die Inländer, dann ist Thailand sehr wahrscheinlich aktuell nicht das Land für dich. Aber das Schöne ist, verglichen mit anderen Ländern, hier ist der Wohnungsmarkt relativ einfach. Das heißt, du kommst hier einfach hin, du suchst dir was und kannst relativ einfach auch langfristig zu angenehmen Preisen auch etwas mieten. Also das heißt, man muss nicht hier unbedingt etwas im Eigentum besitzen in Thailand. Ja, also das ist auch wieder ein Vorteil meiner Meinung nach. Ja, es sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an Costa Rica, war es sehr viel schwieriger, dort langfristig eine Bleibe zu finden, auch eine bezahlbare Bleibe, sage ich mal so, die nicht extrem überteuert ist. Ja. Währenddessen hier in Thailand kannst du dich mal für eine Woche erstmal im Airbnb oder in irgendeinem Hotel einbuchen, fährst du rum mit deinem Roller, schaust bei den verschiedenen Resorts und so weiter und so fort vorbei oder in Apartmentgebäuden, schaust dir das an und dann kannst du relativ einfach langfristig auch was zum guten Preis mieten. Ja, also deswegen, also das ist, denke ich mal, Vor- und Nachteil, ja, also und die ganzen Sachen wie, ja, du kannst es hier nicht wählen gehen, aber so, ich meine, wir sind ja sowieso, wenn du aus dem System aussteigst, also warum will ich dann quasi das Recht wieder haben, irgendwas zu wählen? Also sehe ich jetzt für mich als keinen wirklichen Nachteil letztendlich an, ja. Dann ein weiterer Nachteil ist, dass es erschwert ist, hier langfristig sich aufzuhalten. Also es ist nicht so einfach, hier ein Visa zu erhalten. Und das ist jetzt auch das nächste Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Wie kannst du denn eigentlich langfristig hier leben? Zwei interessante Optionen. Einmal, eine Option ist, wenn du über 50 Jahre alt bist, kannst du dich hier als Rentner klassifizieren. Da musst du 800.000 Thai-Baht auf ein Konto einzahlen, auf das Thai-Konto, ja, bei einer Bank hier. Und das 2 Monate bevor du den Prozess startest. Und dann kannst du quasi darüber das Rentnervisum beantragen. Ja? Du musst dann 3 Monate bevor du das verlängerst, du kriegst immer für ein Jahr dieses Rentnervisum. Und wenn du es nochmal verlängern möchtest um ein weiteres Jahr, musst du 3 Monate vorher auf jeden Fall wieder diese 800.000 Thai-Baht auf dem Konto haben. Das sind ungefähr etwas mehr als 20.000 Euro aktuell. Also wirklich eine Summe, die für viele, denke ich, machbar ist. Das ist jetzt nicht extrem hoch. Es gibt dann noch weitere Optionen. Du kannst auch zum Beispiel eine Rente nachweisen von 65.000 Thai-Baht pro Monat. Aber ich denke, für die meisten ist es einfacher, einfach diese 800.000 Thai-Baht auf dem Konto hier einzuzahlen und gut ist. Ja. Damit kann man sich dann relativ einfach hier aufhalten für ein Jahr immer. Es gibt sogar die Möglichkeit, das OX zu beantragen. Das ist für Kanadier möglich, für US-Amerikaner, für Leute aus Großbritannien, Deutsche, Schweizer. Die können, wenn sie 3 Millionen Thai-Baht auf ein Konto einzahlen hier, können sie für 10 Jahre dieses Rentnervisum sogar bekommen. Ja, also auch gar nicht so schlecht, diese Option, um ehrlich zu sein. Wenn du jetzt aber keine 50 Jahre alt bist, so wie ich, möchtest aber trotzdem langfristig in Thailand leben, hast natürlich die Möglichkeit am Anfang hier mal erstmal als Tourist reinzuschnuppern, rein theoretisch, ja. Aber das ist jetzt keine langfristige Möglichkeit, ja. Wenn du dich langfristig hier aufhalten willst und du bist noch unter 50 Jahre alt, ist sehr häufig, und du bist Investor oder ortsunabhängiger Unternehmer mit, sag ich mal, relativ gutem Vermögen und Einkommen, ist in der Regel das Thai-Elite-Visum die beste Option. Da zahlst du am Anfang für die ersten 5 Jahre 600.000 Thai-Baht, ja, und dann hast du die Option, nach Ablauf dieser 5 Jahre, das nochmal um 15 Jahre zu verlängern, also insgesamt auf 20 Jahre. Und das kostet dann nochmal die Verlängerung 400.000 Thai-Baht, also insgesamt 1 Million Thai-Baht. Ja, und dann kannst du dich für 20 Jahre hier aufhalten. Das heißt, du bezahlst dafür, dass du den Aufenthaltstitel bekommst. Da sagen viele, ja, aber 1 Million Thai-Baht, das Geld kriege ich ja nie wieder, aber dafür kannst du dich halt eben hier 20 Jahre aufhalten, auch relativ ohne Probleme. Die Behörden, sag ich mal, gehen dir hier nicht auf den Keks, ja, in anderen Ländern, und ist halt wie gesagt auch extrem steueroptimiert, wenn du das richtige Einkommen hast, wenn du es richtig gestaltest. Und ich denke, es ist halt einfach auf 20 Jahre betrachtet, ist es eigentlich ein Nullsummenspiel, weil du halt hier relativ günstige Lebenshaltungskosten hast. Du hast so viele enorme Vorteile hier. Du kannst durch diese ganze Servicequalität, die du hier vor Ort hast, so viel Zeit auch letztendlich sparen als Unternehmer. Und wenn du dann auch keine Steuern zahlen musst, es ist eigentlich ein No-Brainer, um ehrlich zu sein. Also man kann es immer aus 2 Blickwinkeln betrachten. Ich sehe es halt eben aus dem Blickwinkel des Investments und was es mir letztendlich für Vorteile bringt. Und wenn ich hier langfristig leben würde, wollen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich auch dieses Thai-Elite-Visum mir dann kaufen, wenn ich das Einkommen und das Vermögen dafür habe. Ja? Das ist eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Möglichkeit letztendlich.
Ansonsten, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, kannst du selbst mal recherchieren, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ein Business-Visum hier zu beantragen. Du kannst auch eine Thai oder einen Thai heiraten, kannst auch ein Kind hier haben, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Das gibt es das Education Visa, was momentan einen Crackdown hat. Mal schauen, wann das wiederkommt. Und dann gibt es natürlich noch ein digitales Nomadenvisum, aber das ist sehr, sehr schwierig von den Bedingungen. Da werden die meisten sich nicht qualifizieren in diesem Bereich. Ja, schauen wir uns zum Schluss noch mal kurz die Punkte an Steuern und Systemausstieg. Also, wie gesagt, ich hatte gesagt am Anfang, Thailand ist sehr, sehr spannend aus dem steuerlichen Aspekt. Ja. Das heißt, du hast hier eine Art territoriale Besteuerung. Alles, was du nicht im selben Steuerjahr, was du im Ausland verdienst und nicht im selben Steuerjahr nach Thailand einführst, ist legal steuerfrei hier. Ja, also es ist sehr, sehr spannend für alle ortsabhängigen Unternehmer, für alle Investoren. Es gibt keine Kapitalertragssteuer, Kryptoinvestoren und so weiter und so fort. Also das ist wirklich super spannend. Das heißt, du kannst hier legal steuerfrei rein theoretisch langfristig leben in Thailand, zumindest aktuell. Mal schauen, ob sich das gegebenenfalls in Zukunft verändert. Aktuell ist es halt möglich. Wenn du so ein bisschen Angst hast vor Great Reset und ja, Blackout und diese ganzen Themen. Wir haben dort ja eine sehr, sehr detaillierte Analyse, habe ich geschrieben und eine Statistik erstellt zum Thema Versorgungssicherheit. Also das heißt, welche Länder haben die höchste Versorgungssicherheit? Und Thailand hat Platz 62 hier belegt in unserer Statistik von 106 analysierten Ländern, also eher Mittelfeld und ein bisschen schlechter. Ist jetzt von der Versorgungssicherheit nicht das beste Land. Es gibt aber ein Nachbarland, was sehr, sehr stark herausgestochen ist, ist unter den ersten 5 Plätzen sogar gekommen. Also, falls dich interessiert, findest du den Link auch unter dem Video zu dem Thema Versorgungssicherheit, zu dem Index. Ja. Dann ein weiterer Vorteil hier ist, dass du sehr, sehr einfach noch ein Bankkonto eröffnen kannst, sogar als Tourist. Da kannst du bei der Bangkok Bank sehr, sehr einfach ein Konto eröffnen und hast dadurch halt eben auch die Möglichkeit, nochmal dein internationales Portfolio an Bankkonten zu erweitern. Ja. Musst du halt vor Ort machen. Und wir haben in unserem internen Bereich da auch eine detaillierte Anleitung zu, wie man letztendlich ein Konto in Thailand eröffnen kann bei der Bangkok Bank. Ja, wir selbst durchgeführt haben. Auch einen Führerschein kriegst du hier relativ einfach, kannst du umschreiben lassen. Haben wir auch im internen Bereich eine sehr, sehr detaillierte Anleitung zu gemacht, wie das funktioniert, weil das haben wir auch gemacht. Und so hättest du dann auch noch einen weiteren Führerschein, der dir hier vor Ort natürlich auch weitere Vorteile bringt. Manche Strafen sind teilweise mit einem Thai-Führerschein niedriger. Und wenn sich die Polizei anhält, können sie dir nicht sagen, du bist ohne Führerschein gefahren, ja, was wir sehr, sehr gerne da machen bei Ausländern, weil sie den ausländischen Führerschein so nicht anerkennen, wenn du da keinen speziellen internationalen dabei hast. Ja, genau, das war das Video zu Thailand. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe dir, ciao.